Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Tag 18. Ich komme gleich dazu, beziehungsweise später dazu, warum wir jetzt so lange in Namche geblieben sind. Heute ist auf jeden Fall Tag der Abreise. Wir sind jetzt im Prinzip am Startpunkt, wo es ganz hoch nach oben geht. Ich zeige euch jetzt gleich auf der Karte, was unser Plan ist, und wir werden die nächsten 12, 13, 14 Tage ganz oben in den Bergen verbringen. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier in Namche. Und Tag 1 unserer Reise führt uns hoch nach Tame. Dort werden wir jetzt im Prinzip so circa 400 Höhenmeter machen und dort auch die erste Nacht bleiben, was uns auf jeden Fall dann von Tame hoch nach Maro Lung führt. Der nächste Tag wird uns nach Lumde führen. Das wird ein kurzer Trip, wo wir uns dann vorbereiten, den ersten Path Ranjora La zu machen, der uns dann nach Gokyo führt. Dort werden wir bei Ranjora La uns das erste Mal über die 5000 Höhenmeter trauen, sage ich mal, und werden dann über den Glacier, ich denke mal hier irgendwo in den Bereich kommen, da wir uns dann von hier aus auf den nächsten Trip des nächsten Path machen, und zwar Chola. Da geht es dann nochmal richtig hoch auf 5420 Meter. Und wenn wir diesen Pass überschritten haben, sind wir dann in Dukla. Von Dukla geht es dann im Prinzip hoch nach Gorakshep. Von Gorakshep werden wir dann Tagestrips zu Everest Base Camp machen. Und noch, wenn es funktioniert, hoch zu Kalapata, was dann eins der höchsten Orte sein wird mit 5550 Metern. Wenn wir das überlebt haben, geht es dann wieder zurück runter nach Le Boucher. Und von Le Boucher werden wir dann den dritten und letzten Path machen. Das ist der Kong Mala Path. Und wenn wir diesen Path dann überschritten haben, sind wir in Ding Boucher. Und von Ding Boucher geht es dann langsam wieder runter nach Namche. Da ist Namche. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir haben in den letzten Tagen so viele Leute kennengelernt, die von dem Trip zurückgekommen sind und abbrechen mussten, weil sie krank wurden, aufgrund von Höhenkrankheit, Kopfschmerzen, Übelkeit und so weiter und so fort. Und auch gesagt haben, dass es ziemlich gefährlich sein kann, wenn es auf gewissen Höhenmetern dann zu Schneestürmen kommt und man die Route gar nicht mehr erkennen kann. Das wird uns ungefähr so 12, 13, 14 Tage kosten. Solange wir nicht krank werden und uns nichts passiert und es nicht zu kalt wird, sollte es ein richtig geiler Trip werden. Was ihr bisher gesehen habt, war ja relativ grün alles und relativ weit unten. Jetzt begeben wir uns in richtig weite Höhen. Gucken wir mal, was passiert. Ich würde sagen, es geht los. Peace. So, wir sind gerade unterwegs, haben Namche Bazaar jetzt verlassen. Kurz zur Info, ich versuche so viel wie möglich zu filmen, aber auch so viel wie möglich auf meinen Akku zu achten und die Batterien, weil wir ab sofort für alles, was wir laden wollen, bezahlen müssen. Ich schaue mal, wie ich das am besten hinkriege. Es wird relativ teuer, deswegen versuche ich mich so qualitativ hochwertig, aber auch so reduziert wie möglich zu halten, um euch auf dem Laufenden zu halten. Das hier wird unser Weg sein. Wir werden jetzt hier über die Valleys steigen und dann irgendwann da hinten ankommen. Und wir haben jetzt auch Hunde, die uns begleiten auf dem Weg.
Hallo, wir sind in Thamé angekommen. Das war ein ziemlich, ja, ich sag mal easy day. Wir sind jetzt circa 9 Kilometer getrackt und haben 400 Höhenmeter gut gemacht. Das heißt, wir sind jetzt bei ungefähr 3800 Höhenmetern. Wir werden aber heute nicht mehr machen, weil wir den Tag nutzen, um uns zu akklimatisieren. Auf solchen Höhenmetern sollte man da auch nicht zu weit gehen. Wir könnten theoretisch gesehen weitergehen, wir fühlen uns fit. Wir haben es jetzt ungefähr 3 Uhr, glaube ich. Ja, werden früh zu Abend essen, dann früh schlafen gehen, damit wir auch früh weiterziehen können. Und morgen werden wir dann auch ungefähr dieselbe Strecke zurücklegen. Wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt am besten mit den Höhenmetern machen. Ob wir 2 kurze Tage einlegen oder einen etwas längeren Tag. Ich glaube, da müssen wir einfach auf unseren Körper hören, wie er da am besten drauf reagiert. Aber ja, dieser Tag ist geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns an Tag 19. Schöne Grüße aus Thamé.